Nicht, dass ich euch irgendwelche Penispumpen oder sonstigen andrehe. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Hobby-Racer. Heute geht es im Video mal um ein bisschen persönlicheres Thema, und zwar Ziele 2023. Was genau habe ich mir vorgenommen für diese Saison? Welche Ziele will ich erreichen? Welchen Fortschritt will ich machen? Und wie geht es überhaupt weiter? Als allererstes geht es mal darum, welche fahrerischen Ziele habe ich mir für diese Saison denn vorgenommen. Und da steht ganz weit oben auf Platz 1, sturzfrei bleiben. Ihr habt es in den vergangenen Videos gesehen, letztes Jahr 2022 mit der RSV 4, es gab ständig Stürze, es gab ständig irgendwelche technischen Defekte, Elektronikausfälle und. Am Ende habe ich viel auf der Nase gelegen, es hat viel unnötiges Geld gekostet und das ist Priorität Nummer 1, dieses Jahr zu vermeiden. Ich möchte eine sturzfreie Saison, in der ich einfach nur fahren kann. Ich bin genau wie viele von euch auch Hobby-Nudler. Sind wir ganz ehrlich, wir werden auch keine Profis mehr werden. Deswegen gilt es darum, einfach Spaß zu haben und sich stetig bei jedem Event versuchen zu verbessern. Egal, ob wir jetzt Einsteiger oder Fortgeschrittene sind oder schon ein bisschen weiter in Richtung Amateurfahrerbereich unterwegs sind, auch den einen oder anderen Cup vielleicht schon gefahren sind. Ja, am Ende sind wir keine Profis, die alles schon perfekt machen. Selbst Profis machen nicht alles perfekt. Deswegen ganz wichtig, immer versuchen, sich ständig zu verbessern. Mein Fokus liegt dieses Jahr definitiv auf Sitzposition und Körperhaltung. Das sind zwei Punkte, bei denen immer Verbesserungspotenzial zu finden ist, aber die ich dieses Jahr extrem in den Fokus nehmen will. Genau aus dem Grund habe ich mir auch ein Pitbike zugelegt, wie ihr auch im vergangenen Video schon gesehen habt. Ich verlinke es nochmal hier oben, um da einfach stetig trainieren zu können. Pitbike fahren an sich kommt nochmal ein eigenes Video dazu, was genau es bringt und ob die Trainingseffekte auch für das große Motorrad anzuwenden sind und mir da einen Mehrwert bieten. Aber im Endeffekt habe ich mir genau dafür das Pitbike geholt, um regelmäßig trainieren zu können, um für kleines Geld oft fahren zu können und um regelmäßig in niedrigerer Geschwindigkeit diverse Fahrsituationen üben zu können, um mich selber stetig zu verbessern, um das dann aufs große Motorrad übertragen zu können. In dem Zug bietet sich natürlich dann auch beim Pitbike-Fahren, aber auch auf der großen Rennstrecke allgemein immer wieder an das Thema Blickführung. Hier ist auch immer wieder viel Verbesserungspotenzial zu finden. Ich selber ertappe mich immer wieder dabei, dass ich anstatt den weiten Blick nach vorne dann so lange auf den Scheitelpunkt schaue, bis ich schon lange am Scheitelpunkt vorbei bin und dann erst den Blick nach vorne richte und dann die Fahrsituation schon eine ganz andere ist und ich mich dann einfach unwohl fühle und dabei auch viel Zeit verschwende, weil ich einfach zu spät ans Gas gehe oder mich zu lang auf irgendeinen festen Punkt fokussiere. Das will ich natürlich vermeiden, das heißt auch hier viel Übung und Training notwendig und das Ganze versuche ich natürlich in dieser Saison stetig zu verbessern. Allgemein bei jedem Event immer wieder von Vorteil, immer wieder gut zu üben und immer wieder ein Punkt, den man sich in Erinnerung rufen sollte, vor allem wenn man ein 1000 Kubik Bike fährt, ist das V-förmige Fahren. Auch hier viel Verbesserungspotenzial zu holen. Das ist dieses tiefe Reinbremsen in die Kurve, das schnelle Umlegen vom Motorrad, um dann hart wieder mit Gas rausbeschleunigen zu können. Hier ist viel Zeit zu holen und es macht einen viel sicherer beim Fahren, wenn man das ordentlich beherrscht. Deswegen habe ich mir genauso das vorgenommen, dieses Jahr stetig zu verbessern. Im Endeffekt sind alle die Punkte aber unter zwei Sachen zusammenzufassen. Und zwar, ich möchte dieses Jahr schneller werden und gleichzeitig sicherer Motorrad fahren. Und genau auf diese Reise nehme ich euch dieses Jahr wieder mit. Ihr könnt in meinen Videos sehen, wie ich mich stetig verbessere, wo ich immer noch Fehler mache. Ihr könnt daran teilhaben, haut es unten in die Kommentare rein, wenn euch was auffällt. Und ihr könnt auch für euch immer wieder was mitnehmen, wo ihr selber was lernen könnt dabei. Abgesehen von meinen persönlichen fahrerischen Zielen, die ich natürlich immer weiter verbessern will, habe ich aber auch noch hier mit meinem Kanal viele Ziele und viel vor und ihr könnt mir dabei helfen. Wir haben jetzt vor kurzem die 1000 Abonnenten erreicht. Vielen Dank dafür. Bei jedem Einzelnen für euren Support ist natürlich mega geil. Das ist wirklich mega geil. Dass wir es so weit schon mal geschafft haben, innerhalb von ein bisschen mehr als einem Jahr. Danke, dass ihr die Videos so toll annehmt, dass ihr sie guckt, dass ihr euch irgendwie weiterhelfen. Und genau daran möchten wir natürlich für die Zukunft weiter anknüpfen. Das heißt, ich möchte weiter regelmäßig Videos bringen, weiterhin mindestens ein Video pro Woche. Ich will aber nicht einfach irgendwelche Videos für euch hochladen, sondern es sollen Videos sein, die für euch einen Mehrwert bieten. Das heißt,
Das kann zum einen ein Video sein, das euch hilft, das euch irgendwie was beibringt, dass ihr noch was mitnehmen könnt, was lernen könnt, was euch selber fahrerisch verbessern kann. Oder zum anderen, was euch Unterhaltungswert bietet. Wenn ich euch mitnehme auf diverse Events, dass ihr seht, was passiert auf der Rennstrecke, wie bin ich auf diesem Event gefahren, was ist bei den Rennen passiert, dass ihr einfach einen Unterhaltungsfaktor habt. Deswegen haut's gerne unten immer wieder in die Kommentare rein, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn es einfach irgendwelche interessanten Punkte gibt, die ich bei mir in einem Video mal erwähnen soll. Ganz wichtig ist in dem Zug natürlich auch immer, die Videos schön liken, weiter kommentieren und den Kanal abonnieren und auf jeden Fall weitersagen, um einfach noch eine größere Reichweite zu generieren. Die größere Reichweite soll am Ende dazu dienen, noch mehr Menschen beim Thema Motorradfahren, vor allem auf der Rennstrecke, weiterzuhelfen und um auch interessanter zu werden für Kooperationspartner. Ich will da ganz ehrlich und transparent mit euch sein. Ihr wisst, es ist ein sehr teurer Sport, ein sehr teures Hobby, was wir uns hier ausgesucht haben. Es kostet alles Geld und das Geld fällt natürlich nicht vom Himmel. In dem Zug wäre auch für mich in Zukunft interessant, diverse Kooperationen einzugehen, um hier einfach mehr Projekte, mehr tolle Videos, mehr interessanten Inhalt euch wiedergeben zu können. In dem Zug, ganz wichtig für euch zu wissen, mir geht es hier nicht darum, irgendwie jede Mark abzugreifen und für jeden Scheiß Werbung zu machen. Das ist es nicht. Also ich will euch auch hier nur Kooperationspartner dann anbieten, die euch auch wieder den Mehrwert bieten. Dass es Produkte sind, die Sinn machen. Dass es Produkte sind, die für uns auf der Rennstrecke Sinn machen. Egal, ob das jetzt irgendwelche Motorrad-Online-Shops sind, wo ihr Ersatzteile, wo ihr Rennstreckenteile, wo ihr Reifen und Ähnliches kaufen könnt. Oder ob es Reifenhersteller selbst direkt sind. Egal was, Hauptsache es passt zum Thema und es bietet euch einen Mehrwert und es sind Sachen, die ich gerne für euch testen kann oder die ich vielleicht schon getestet habe und sagen kann, hör zu, das ist meine ehrliche Meinung, das funktioniert gut oder das ist ehrlich nix. Ideen für größere Projekte wären zum Beispiel Roadtrips oder nach dem Vorbild von 44 Teeth vielleicht ein Budget Bike Battle, dass ich mit einem Kollege jeweils ein Bike kaufe. Jeder muss seine Maschine mit Budgetgrenze aufbauen, reparieren, restaurieren und für die Rennstrecke präparieren, um dann einen Roadtrip auf die Rennstrecke und einen Trackday zu haben, um zu sehen, was passiert. Oder ein Bike komplett aufzubauen, extra für den Track, das dann am Ende an euch verlost wird. Wenn ihr natürlich noch weitere andere Ideen oder Wünsche habt, was interessant wäre für größere Projekte, dann lasst es mich auch gerne wissen, haut es immer unten in die Kommentare rein oder schreibt es mir direkt auf Instagram. Ein weiterer Punkt, den es natürlich auch 2023 gilt, immer weiter und stetig zu verbessern, ist ganz klar die Qualität. Die Qualität von den Videos, das heißt Bild, das heißt Ton, das heißt Schnitt. Das ist auch was. Das eine ist Equipment, das muss erst besorgt werden und das andere ist Skill. Der Schnitt, wie ihr wisst, mache ich alles komplett alleine. Ich muss mich stetig weiterentwickeln und auch hier will ich nicht stoppen, sondern immer weiter versuchen, die Videos auf ein neues Niveau zu heben und immer stetig zu verbessern, um es für euch wieder ansehnlicher zu machen. Am Ende gilt sowohl für die fahrerischen Ziele als auch für die Kanalziele aber eins: Spaß haben. So viel zu meinen Zielen für 2023. Lasst mich doch gerne mal wissen, was eure persönlichen Ziele für 2023 sind. Ganz egal, ob mit Motorrad, mit der Rennstrecke oder ob ihr eigene Projekte habt oder ob es familiäre oder berufliche Dinge sind. Haut's einfach unten in die Kommentare rein, würde mich sehr interessieren. Ich lese mir jeden Kommentar durch, ich antworte jeden Kommentar. Ansonsten vergesst nicht, Video positiv bedaumen und Kanal abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Wir sind immer noch bei knapp 90% aller Zuschauer, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Ihr würdet mir auch mega dabei helfen, das Ganze weiter zu pushen. In dem Sinn, während ihr genau dieses Video hier seht, bin ich auf dem Weg gerade nach Most mit CR Moto. Wer auch vor Ort ist, kommt gerne vorbei. Box 36 bin ich, können wir eine Runde labern. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao, ciao.